Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Wir sind auf der Enduro Buchser Tour 2023. Dieses ist das zweite Video. So eine Art Live-Video unterwegs mit dem Handy geschnitten. Wir sind aktuell wieder im Kosovo in Prisnitz. Ja. Die Tour führt mir jetzt fort an der Taverne, an der wir dann auch übernachtet haben. Wir sind nicht weggekommen, wir haben dort geschlafen unter dem schönen Dach. Danke nochmal an den Besitzer. Von dort aus sind wir weiter in die Berge gestartet. Da haben wir den Said kennengelernt. Mit Vierrad, ja. Mit dem Dreirad noch keiner hochgefahren? Hat noch nichts gesehen. Hier, oh ja, nein. Also da müssen wir die Ersten sein. Ja, die Räder, zwei, ja. Na, guck mal. Angstschweiß. Ich weiß, wer noch nicht läuft. Der da oben auf knapp 2000 Meter Höhe lebt, den ganzen Sommer oben verbringt bei seinen Kühen und regelmäßig 2-3 Mal die Woche runterfährt, Holz runterbringt und so weiter. Und das Zeug, was er verkauft, natürlich auch. Ja. Der hat dann auch den Vincent abonniert. Der möchte ihn unbedingt oben als Viehbauern haben. Also wenn jemand Lust hat, der Said sucht einen Nachfolger, der oben die Farm übernimmt. Ja, man muss dazu sagen, der muss auch Schwiegersohn werden. Von irgendjemand halt, ne? Ja, Also er geht in die Stadt zum Einkaufen dann. genau. Ja, dort oben, da gibt es eine etwas steile Auffahrt. Die haben wir an diesem Abend auch nicht mehr machen dürfen. Wir sind eingeladen worden. Es ist uns untersagt worden, fortzufahren. Wir haben uns beim Said im Dachboden, der ist noch nicht ganz isoliert, bis zum nächsten Mal ist alles fertig, haben wir uns da einquartiert und abends ist die ganze Nachbarschaft gekommen. Ne? Und wenn man da vom Abend spricht und Nachbarschaft kommt, die sind alle zu Fuß durch die Berge mit Taschenlampen. Ja, war echt cool. Ja. Wir haben den Abend mit denen verbracht. Wir hatten unheimlich viel Spaß, ganz viel Spaß bis in den Morgen rein. Und am Morgen nochmal ausgiebig gefrühstückt, einen ganzen Topf Nudeln und dann ging es den Bergen auf. Ein bisschen Bammel war uns allen. Das Gespann hat einmal einen kleinen Fahrfehler gemacht. Das Gespann ist nicht ganz hinaufgekommen. Der Vincent ist ohne Probleme hinaufgekommen. Ab dann sind wir Richtung Serbien. Wir waren dann an der KFOR-Grenze oben. Mulmiges Gefühl, muss ich sagen. Also der Schutz der KFOR hört da oben auf. Wir sind weiter mit dem Vincent bis ins Tal rein. Da sind wir dann ganz nett zum Kaffee. Ich werde es mit einblenden, zum Kaffee eingeladen worden. Und dann ging es weiter zurück aus meinem Basecamp. Genau. Wir sind zurück nach Isnitz gefahren, haben alles neu geladen, mal die ganzen Speicherkarten leer gemacht, Filme runtergeholt, alle Akkus voll gemacht. Geduscht haben wir mal nach längerer Zeit wieder. Ja, und abends sind wir dann zum Essen gegangen, haben gefeiert mit dem Vincent, das war der Abschied. Ja. Früher haben wir uns trennen müssen, der Vincent fährt ja weiter Richtung Australien, das ist so das Fernziel. Jetzt müsste er gerade schon in Griechenland sein. Und wir haben uns eigentlich Richtung Mazedonien aufgemacht, wollten an der Grenze zu den Bergen auf, aber wie es halt immer so läuft. Läuft anders, wie man denkt und wie man plant. Die Grenze wäre nicht befahrbar gewesen. Die war geschlossen. Wegen, ja, Saisonal, ja. wegen der Saison. Und wir sind dann kurzerhand nach Albanien rüber, haben da im Skigebiet in einer Hütte als einziger Gast übernachtet. Sind runter ins Tal und hatten einen wunderschönen Tag in Albanien. Tolle Straßen, tolle Panoramen, Landschaften, Wahnsinn, sagenhaft. Da bringst du den Mund nicht zu den ganzen Tag vor lauter War fast Asphaltdach, aber hat auch auf dem Asphalt richtig Spaß gemacht, das Land. Polizei hat uns mal kurz angehalten, das können wir alles in das große Video reinpacken, weil irgendwie ist das mit dem Handy und dem Schneiden gar nicht so einfach von unterwegs aus. Wir haben dann abends einen großen Stausee Stopp gemacht. An diesem Stausee ist unser Track, unser nächster TED losgegangen. Und im ersten Hotel hat man uns auch den Finger gezeigt. Genau. Da hat man natürlich wirklich aussortiert und hat uns angeguckt, wie schmutzig wir sind. Erst hatten sie Zimmer, dann hat die Rezeptionistin uns angeguckt, dann hatten sie plötzlich keine mehr. Ich muss aber sagen, der Jörg ist vorausgelaufen, ne? Ja, weil wenn ich vorausgelaufen wäre und hätte das wallende Haar aufgemacht, dann hätte es bestimmt auch im Zimmer geklappt. Wahrscheinlich gar nicht an der Security vorbeigekommen. Oder so. Oder so. Aber das zweite Hotel war das bessere. Ja. War schön oben im Berg gelegen. Super Aussicht. Ich schätze mal so in den 70ern, späte 70er gebaut. Waren total nett. Essen. Wunderbar. Und am nächsten Tag erstmal mit Sprit aufgefüllt, weil wir brauchen dann schon viel mit dem Gespann.
und dann wollten wir in den Berg. Da haben wir erstmal den Einstieg vom Berg gar nicht gefunden. Oh ja, oh ja. Dann sind wir in ein Wohngebiet reingefahren, das gerade gebaut wird. Der war erst ein bisschen pampig, der Typ. Aber dann war er ganz lieb und hat uns den Weg hochgezeigt und uns noch eine gute Fahrt gewünscht. Ja, es ist so, dass auch da das Fahren nicht überall erlaubt ist. Ja. Wir sind dann über eine Ortschaft rausgefahren, haben oben den ersten Fernreisenden mit einem riesengroßen Emma-LKW gesehen, der leider nicht dort war. Und dann ging es auch schon los, der Track geht in die Richtung und die Straßen gehen alle so. War abartig, ne? Ja. Da kommt dann auch immer Spannung zwischen uns auf, ne? Wenn ich sage, da geht's recht weg, und er sagt, hör mal zu. Da, der Forsten, der Weg, der Weg, ne? Und, ja, dann bin ich halt der Weg gefahren und bin dann wieder umgedreht. Oh ja, ja, Ja. ja. Immer nur dem sein Weg. Wir sind auch oft seine Wege gefahren, Die- wo ich gesagt habe, wir hätten den anderen nehmen sollen. Aber egal. Aber es ist echt irre, ne? Wenn Ja. die so viele Straßen übereinander fallen. Ja, Schwierig. da waren wir noch in Albanien. Genau. Wir sind dann, Nee, da waren wir schon in Mazedonien. Wenn in Mazedonien. stimmt, wir übernachtet sind am See. hochgefahren, ja. Da waren wir in Mazedonien, ist echt schwierig. Und sind dann, als wir den Berg runtergefahren sind, 150 Kilometer langer Trek, ein Tag und nicht vorwärts kommen, also 10 Kilometer die Stunde gefühlt, Ja. sind wir gestern wieder in den Kosovo eingereist. Es war ganz lustig, die haben immer wieder den Sitzplatz auf dem Gespann gesucht. Ja, Oder das zweite Motorrad. Ja, wo ist mein Fahrzeugschein fürs Motorrad? Wo ist meine Versicherung? Ich So. fahre hier mit. Wo ist das jetzt? Ja. Ja, war bis jetzt echt geil. Die letzten paar Meter waren auch richtig geil, deswegen machen wir auch hier das Video. Wir sind über so ein wunderbares Tal reingekommen. Wechsel zwischen Teer, Baustelle und Schotter. War wirklich alles dabei. Oben bei 1500 Meter arschkalt. Hier scheint jetzt wieder die Sonne. Ist einfach ein sagenhaftes Land, ne? Muss Ja. ich sagen. Also den Ausblick könnt ihr genießen. Gerade haben wir noch die Musik genossen. Ne? Ja. Müssten wir vielleicht noch erwähnen, wie wir gestern Abend unsere Übernachtungsmöglichkeit gefunden haben. Stimmt, das Ja, habe ich ganz das vergessen. haben wir ganz vergessen. Also Kosovo ist wirklich super. Die Leute sind sowas von hilfsbereit und springen sofort. Wir sind in einen Café reingegangen nach dem Grenzübergang und wollten eigentlich nur was trinken. Und dann habe ich da jemand gefragt, der konnte ein bisschen Deutsch, weil er in der Schweiz gearbeitet hat. Der hat gleich das Telefon geschnappt, jemand angerufen. Ja, da wäre was frei, wir sollen denen hinterherfahren. Die fahren vorne weg, wir sollen es angucken, wenn es passt, schlafen wir da. Ja, so war es dann auch, oder? War richtig geil. Ja. War richtig, richtig cool. Wir haben dann abends dort gegessen, Ja. aufgetischt. Ich blende es nicht ein, sonst wäre er nur eifersüchtig. Ja. Jetzt haben wir die letzten paar Meter. Noch 70 Kilometer bis ins Basecamp. Das Wohnmobil soll fertig lackiert sein. Schauen wir mal. Ja. Und dann haben wir noch eine geile Reise heimwärts. Wir wollen über Serbien starten. Mal gucken, ob das alles klappt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ich sage danke fürs Zuschauen. Liked uns Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Liked den Jörg. Ich? Und danke an North of Berlin Ja. für die Klamotten. Die haben sich als gut bewährt, bewahrheitet. Gut, ja, sehr gut. Auch die Regenklamotten, obwohl es kein einziges Mal geregnet hat, aber heute früh war es fast 0 Grad. Da war das super Windschutz. Ich danke fürs Zuschauen. Euer Manuel Schad. Und die Jörg. Bis bald. Ma tu sole più bello in me, o sole mio, Stoßen wir mal an. fronte a te, o sole, o sole müssen wir uns auch noch- mio, Egal, wir tauschen dann gleich wieder. stai fronte a te.